Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin mit der DJI Mini 2 im Schnee und bei starkem Wind geflogen und eigentlich, da sollte es ein ganz normales, schönes Wintervideo werden mit unwahrscheinlich guten Bildern, aber leider kam alles anders. Was passiert ist, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Am Anfang natürlich, was ist zu beachten, wenn ihr die DJI Mini 2 im Schnee fliegt? Denn wenn ihr die Drohne starten wollt, dann achtet bitte darauf, dass ihr ein großes Landepad mitnehmt. Das kann auch ein massiver Pappkarton sein oder eine Fußmatte vom Auto. Wichtig ist nur, dass die Drohne beim Starten trocken steht. Denn wenn ihr eine relativ dichte Schneedecke habt, dann könnt ihr die Drohne nicht einfach so in den Schnee stecken und loslegen. Nee, dann wird sie nämlich feucht und die Sensoren und andere Dinge hier an der Elektronik der Unterseite können dann massiv beschädigt werden und denkt bitte dran, die DJI Mini 2 ist nicht wasserdicht. Regel Nummer 2. Bringt die Drohne, wenn möglich, auf Betriebstemperatur vor dem Start. In der Regel liegt diese zwischen 5 und 8 Grad. Das heißt, wenn ihr im Auto fahrt, dann nehmt sie aus der Tasche, legt sie rutschfest in euer Fahrzeug und schaltet bei der Autofahrt die Heizung an. Denn durch das Vorwärmen der Drohne und der Akkus erhöht sich natürlich die Flugleistung immens bei diesen Temperaturen. Es geht natürlich auch mit professionellen Akkuwärmern. Aber die kosten dann ein paar Euro und genau wie bei anderen Geräten, zum Beispiel beim Smartphone, wird nämlich der Akku bei kalten Temperaturen erheblich leistungsschwächer. Und bei der Drohne kann es dann auch bei diesen Temperaturen zu Verformung kommen und so könnt ihr natürlich die Flugleistung nicht garantieren. Weiterhin ist natürlich noch wichtig, dass ihr bitte darauf achtet, dass die Akkus und die Fernsteuerung komplett zu 100% geladen sind und so geht ihr mit idealen Voraussetzungen in euren Flug. Jetzt aber zu meinem konkreten Fall und genauso habe ich das gemacht. Voller Freude und Zuversicht wollte ich natürlich meinen ersten Winterdrohnenflug antreten und am Tag davor, da habe ich den Wetterbericht gelesen und es war Schnee angekündigt und alle, die nicht in Berlin-Brandenburg wohnen, denen muss man das ganz kurz mal erklären. Man muss sich vorstellen, wenn es hier mal ausnahmsweise schneit, dann muss man wirklich schnell sein, denn am nächsten Tag ist der Schnee meistens schon wieder komplett weg und alles ist vorbei. Ja, wie gesagt, getan. Am nächsten Morgen habe ich dann aus dem Fenster geschaut und siehe da, eine Schneedecke von 3 bis 5 Zentimetern hatte die Wiese vor meiner Tür in eine Winterlandschaft verwandelt. Ich natürlich, wie ein kleiner Junge, ab ins Bad, mich angezogen, die Akkus und die Steuerung nochmal geprüft und alles war voll geladen. Das Wetter, das spielte auch einigermaßen mit. Ich hatte zwar nicht so viel Sonne, aber es hat wenigstens aufgehört zu schneien. Dann ging es los, ab auf die Wiese am Waldrand, wo ich dachte, für mich herrschen da echt ideale Flugbedingungen und die Drohne aufs trockene Landepad gelegt und los ging's. In diesem Moment bemerkte ich aber schon, dass es wieder angefangen hat zu schneien. Nur unter der Prämisse, dass morgen wirklich schon wieder alles vorbei sein kann, da wollte ich jetzt echt meinen Flug nicht abbrechen und die ersten 10 Minuten, die waren auch wunderbar. Die DJI macht einen super Job auf Schnee und als ich dann auf 80 Meter Flughöhe gegangen bin, da merkte ich schon, Mensch, da oben ist eine relativ hohe Windstärke, die lag so zwischen 30 und 40 km/h, aber ein Riesenlob an die DJI Mini 2, die macht auch im starken Wind wirklich einen guten Job. Aufgeben war für mich nicht drin, trotzdem die Schneeflocken echt dichter wurden und der Wind natürlich auch noch stärker, aber
Augen zu und durch. Ihr kennt das bestimmt, wenn man gerade so schöne Bilder macht, da vergisst man echt alles links und rechts um sich und will wirklich nur komplett einen schönen Flug haben. Aber dann ging es los. Die Drohne, die fing an selbstständig zu sinken, ohne dass ich ihr einen Befehl an der Steuerung gegeben hatte. Ich dachte anfangs, das wäre eine Windböe, aber dem war leider nicht so. Egal, weitermachen hieß die Devise und beim nächsten Flugkommando, da hatte sie dann wirklich schon zu beabsichtigen, den Boden zu berühren, direkt im Schnee. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, aber vielleicht lag es daran, dass die Sensoren schon verschmutzt oder vernässt waren und die Drohne dann wirklich den Boden nicht mehr vom Schnee unterscheiden konnte oder einfach nicht mehr durch den Schnee gesehen hat. Aber wie gesagt, ich machte weiter und nach diesem Vorfall, da hatte ich dann wirklich schon langsam so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl im Bauch und sagte mir, jetzt reicht's, ich werde die Drohne jetzt landen. Genau in diesem Moment, da habe ich komplett die Steuerung über meine DJI Mini 2 verloren. Die Drohne, die sank selbstständig im Sinkflug in Richtung Boden, zum Glück gerade, und klatschte dann direkt ohne Bremsen im Schnee auf und zum Glück war sie nach ein paar Sekunden aus. Und dann habe ich natürlich die Drohne direkt aus dem Schnee geholt mit Tüchern, die ich bei hatte, komplett trocken gerieben. Dann ging es ins Auto und die Drohne blieb natürlich ohne Tasche auf dem Beifahrersitz liegen, Heizung an und ab nach Hause fahren. Zu Hause habe ich die dann offen stehen lassen und am nächsten Tag wieder eingeschaltet und siehe da, wirklich oberflächlich ging alles komplett. In der App wurde auch kein Fehler angezeigt. Aber was ich vermute, durch den starken Schnee und Wind, da ist im Laufe der Flugzeit hier Feuchtigkeit in die Drohne gelangt, sodass hier dann wahrscheinlich Steuerungsprobleme herrschten und ich konnte die DJI ja wirklich überhaupt nicht mehr steuern mit der Steuerung, da ging gar nichts. Weiterhin denke ich, dass die Sensoren an der Unterseite bei einer geschlossenen Schneedecke den Boden schwer bzw. gar nicht erkennen, denn sonst wäre sie ja wirklich anständig gelandet und wie gesagt, alles meine Vermutungen. Zum Glück bin ich nicht, so wie ich es vorhatte, an den See gefahren, denn dann hätte wahrscheinlich die DJI komplett größeren Schaden erlitten, die wäre vielleicht direkt ins Wasser gefallen und naja. Zusammenfassend kann ich wirklich sagen, die DJI Mini 2 macht einen richtig guten Job, auch bei Schnee im Winter und ich bin der Meinung, bei kurzen Flugzeiten, so um die 5 bis 10 Minuten, da kann kaum was passieren. Kommt aber Nebel und starker Schnee dazu, solltet ihr euren Flug wirklich sofort abbrechen, denn hier kann es zu echt hoher Wahrscheinlichkeit zu Fehlern in der Elektronik kommen, wie man halt bei mir gesehen hat. Und ein guter Tipp noch, macht wirklich die DJI Care Abdeckung. Die ist zwar nicht bei Schnee versichert, aber komplett bei Wasserschäden, bei Sturzschäden und anderen Schäden. Und der Service von DJI, der kostet dich aktuell, glaube ich, 49 €, aber im Schadensfall, da wird dir wirklich echt schnell geholfen und du bekommst ein Austauschgerät zum Weiterfliegen und das lohnt sich dann allemal. Den Link hierzu findest du natürlich auch direkt hier in meiner Videobeschreibung und des Weiteren habe ich noch ein Video über aktuelles Zubehör für die DJI Mini 2 produziert und gleichzeitig das Zubehör hier unten nochmal verlinkt und mir wäre wirklich wichtig, schreibt eure Meinung zu diesem Video und natürlich auch zum Fliegen im Winter bei mir hier gern in die Kommentare. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen, gebt mir gern ein Like bzw. ein Abo und natürlich gern bis zum nächsten Video.